Ich möchte Ihnen heute ein Business Line All-in-One auf Basis des Intel Compute Elements vorstellen. All-in-One, also alles in ein Komplettsystem, haben wir viele im Sortiment, aber mit Intel Compute Element ist hier noch eine Besonderheit. Erstmal zum Thema All-in-One, Komplettsystem. Heißt, es ist ein kompletter PC im Inneren des Monitors. Dadurch haben wir natürlich den Vorteil platzsparendes System, aber auch Stromverbrauch ist sehr gut. Das Gerät zum Beispiel, so wie es jetzt hier steht, verbraucht gerade mal 25 Watt im Windows-Mode. Und die Technik, die dahinter steckt, ist die Intel Compute Element Technik. Bevor wir uns die im Detail angucken, schauen wir uns das Gerät mal an, was für Anschlüsse hier alle mitkommen. Als Display kommt ein 23,8 Full HD IPS Panel zum Einsatz. Ein WLAN-Modul ist verbaut mit Bluetooth. Den Bildschirm kann man in der Neigung verstellen. Man hat einen höhenverstellbaren Fuß und es gibt noch die Pivot-Funktion. Das heißt also, um das Hochformat des Monitors auch nochmal zu nutzen. Eine Full HD-Kamera, die leicht auszufahren ist und im Gehäuse verschwindet, um die Privatsphäre zu wahren. Auf der Rückseite befindet sich ein HDMI-Eingang, also um ein Notebook zum Beispiel mit anzuschließen und das All-in-One als Display zu nutzen. 2 USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschlüsse. Und was man jetzt nicht direkt sieht, ist, hier dahinter befindet sich noch Platz für eine 2,5 Zoll HDD SSD und hier dahinter ist das integrierte Netzteil, wo dann nur noch ein Kabel an die Steckdose geht. Also wir haben kein externes Tischnetzteil. Auf der Unterseite befindet sich der Netzanschluss, ein HDMI-Ausgang, die Thunderbolt 4 Schnittstelle, der Netzwerkanschluss, 3 USB 3.2 Gen 2 Typ A Anschlüsse und der Festplattenschacht für eine 2,5 Zoll SSD oder HDD. Jetzt haben wir die Anschlüsse vom Gerät gesehen und auch die Funktion. Das eigentliche Besondere am Gerät ist die Intel Compute Element Technik, also das Intel Compute Element. Wie das genau aussieht, habe ich hier mal eins mit. Das ist die Technik, die sich drinnen verbirgt. Sozusagen ist das der komplette PC im Inneren. Und was der genau kann und was es da für Unterschiede gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Hier sieht man das Intel Compute Element in der Nahaufnahme. Was leicht zu erkennen ist, es ist sehr klein. Wir reden hier von 9,5 mal 6,5 cm und eine Dicke sind 6 mm. Wir haben verschiedene Versionen bei dem Intel Compute Element, angefangen von der kleinsten Celeron-Version bis hin zur größten Core i7-Version. Diese gibt es dann auch noch in der Vipro-Variante. Und wir reden hier von der gleichen Leistung wie bei den Mini-PCs. Das heißt also, ein Intel NUC hat genau die gleiche Leistung wie dieses Intel Compute Element. Was verbirgt sich unter der Platine? Wir haben das WLAN-Modul hier oben, WLAN AX-Standard. Wir haben den Prozessor in der Mitte verbaut und die RAM-Module verstecken sich hier von 4 bis 8 GB je nach Version. Und bei der Celeron-Variante ist hier unten noch die SSD mit verlötet. Hier nochmal zum besseren Verständnis, das Intel Compute Element wird hinter der VESA-Halterung verbaut und hier in der Grafik zu sehen, Intel Compute Element wird reingesetzt und unten drunter kommt nochmal die M2 SSD als NVMe-Version. Intel Compute Element haben wir uns im Detail jetzt angeschaut, ist eine sehr kompakte Technik, die auf kleinstem Raum genutzt wird. Diese wird in den nächsten Jahren in vielen Systemen zu finden sein und daher auch jetzt in unserem neuen All-in-One-System. Der All-in-One, schickes Design, Stromspartechnik drin, ist natürlich der ideale Kandidat, wenn es ums Business-Umfeld geht. Den gibt es in verschiedenen Varianten. Das können Sie über unseren Online-Shop natürlich auswählen oder Sie sprechen mit Ihrem Vertriebsansprechpartner und lassen die richtige Konfiguration für Ihren Anwendungsfall raussuchen.